Lektion 1: Zeitpläne und Verhandlungen. Hey Anna, für unser Projekt benötigen wir realistische Zeitpläne, die vereinbart werden. Unbedingt. Klare Termine sind entscheidend, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Glauben Sie, dass es bei diesen Zeitplänen Verhandlungsspielraum gibt? Ich glaube schon. Flexibilität kann helfen, unerwartete Herausforderungen zu bewältigen. Das macht Sinn. Es ist wichtig, anpassungsfähig zu sein. Was schlägst du vor? Vielleicht können wir vorläufige Termine festlegen und uns im Laufe der Zeit anpassen. Tolle Idee. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass sich alle wohl und produktiv fühlen. Genau. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Qualität zu finden. Denken Sie, dass wir regelmäßige Check-ins einplanen sollten, um unsere Fortschritte zu bewerten? Ja, diese könnten sehr hilfreich sein, um alle auf dem Laufenden zu halten und zu motivieren. Lassen Sie uns einen Vorschlag mit unseren Ideen ausarbeiten und ihn dem Team präsentieren. Lektion 2: Herausforderungen meistern. Hallo Anna, ich habe von jemandem gehört, der 21 Stunden am Stück geschwommen ist. Das ist unglaublich. Wie haben Sie es geschafft, mit den Menschenmaßen umzugehen? Sie sagten, die Menschenmaßen würden Sie nicht davon abhalten, das Ufer zu berühren. Wow, das erfordert Entschlossenheit. Hatte sie unterwegs Unterstützung? Ja, sie hatte ein Team, das sie von einem Boot in der Nähe aus anfeuerte. Das muss so ermutigend gewesen sein. Hat sie einen Rekord aufgestellt? Ich glaube, das hat sie. Es ist erstaunlich, wie Menschen ihre Grenzen überschreiten können. Unbedingt. Es ist inspirierend, solche Ausdauer in Aktion zu sehen. Ich frage mich, was sie während dieser langen Stunden im Wasser motiviert hat. Lektion 3: Reisetipps. Hallo Anna, ich würde mich freuen, vor deiner Reise weitere Reisetipps mit dir zu teilen. Das wäre fantastisch. Was sind einige wichtige Dinge, die ich einpacken sollte? Bringen Sie immer eine wiederverwendbare Wasserflasche mit. Auf Reisen ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Toller Rat. Was ist mit Sicherheitstipps für die Navigation an neuen Orten? Vertrauen Sie Ihrem Instinkt und vermeiden Sie es, Wertsachen in der Öffentlichkeit auszustellen. Das ist klug. Was ist dein Lieblingsziel, das du besucht hast? Ich habe Japan geliebt. Die Kultur und das Essen waren absolut fantastisch. Japan ist auf meiner Liste. Irgendwelche Empfehlungen für Gerichte, die man unbedingt probieren muss? Probieren Sie auf jeden Fall Sushi und Ramen. Beide sind köstlich und authentisch. Lektion 4: Kreative Zusammenarbeit. Hallo Anna, das Tolle ist, wie zwei verschiedene Leute so wundervolle Arbeiten gemacht haben. Ich weiß, oder? Es ist faszinierend, wie aus unterschiedlichen Perspektiven Magie entstehen kann. Genau. Was macht Ihrer Meinung nach Ihre Zusammenarbeit so effektiv? Ich glaube, es ist ihre Fähigkeit, offen zu kommunizieren und die Ideen des anderen anzunehmen. Das ist ein großartiger Punkt. Vielfalt kann zu innovativen Lösungen führen. Haben Sie Kollaborationen gesehen, die Sie besonders beeindruckt haben?
Ja, ich habe kürzlich einen Dokumentarfilm über die Zusammenarbeit von Künstlern mit unterschiedlichem Hintergrund gesehen. Das klingt inspirierend. Ich liebe es, wenn Kunst Grenzen überschreitet. Ich auch. Lassen Sie uns irgendwann selbst einige Kooperationsprojekte untersuchen. Lektion 5. Wahlmöglichkeiten und Möglichkeiten. Hey Anna, was wäre, wenn Messio und Marilla Anne erlaubt hätten, mehr von den Dingen zu tun, die sie tun wollte? Das ist ein interessanter Gedanke. Sie hätte vielleicht noch kreativer gediehen. Genau. Ihre strengen Regeln hielten sie oft zurück, findest du nicht? Ja, es ist ein klassischer Fall, in dem Einschränkungen das Potenzial ersticken können. Wären sie aufgeschlossener gewesen, hätte sie andere Erfahrungen machen können. Definitiv. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Führung und Freiheit zu finden. Glaubst du, sie hätte in ihrem Leben andere Entscheidungen getroffen? Vielleicht. Mehr Möglichkeiten hätten zu unerwarteten Abenteuern führen können. Es ist ein faszinierendes Thema, das es zu berücksichtigen gilt. Lass uns mehr über Charakterentwicklung diskutieren. Lektion 6. Nordische Nachbarn. Hey Anna, wusstest du, dass Dänemark, Norwegen und Schweden als die nordischen Länder bekannt sind? Ja, jeder hat seine eigene Kultur und Traditionen. Welches Land fasziniert dich am meisten? Ich bin wirklich fasziniert von Norwegens atemberaubenden Fjorden. Sie sind atemberaubend. Unbedingt. Die Landschaft ist unglaublich. Haben Sie jemals daran gedacht, uns zu besuchen? Definitiv. Ich würde gerne dort wandern. Was ist mit Dänemark? Dänemark hat eine reiche Geschichte und bezaubernde Städte wie Kopenhagen. Die Architektur ist wunderschön. Ich habe von den farbenfrohen Häusern entlang der Uferpromenade von Nyhavn gehört. Sie sehen so malerisch aus. Das tun sie wirklich. Und vergiss das leckere Gebäck nicht. Haben Sie dänisches Gebäck probiert? Ja, sie sind unglaublich. Ich könnte sie jeden Tag essen. Was ist dein nordisches Lieblingsgericht? Ich liebe schwedische Fleischbällchen. Sie sind so lecker, besonders mit Preiselbeersauce. Das klingt köstlich. Lass uns irgendwann einen Dinnerabend im nordischen Stil planen. Lektion 7. Pflichten beim Abendessen. Hallo Anna, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, macht sie normalerweise etwas zum Abendessen. Das klingt nett. Was kocht sie gerne? Sie bereitet oft Nudelgerichte zu. Sie sind schnell und sättigend. Pasta ist eine gute Wahl. Hilfst du beim Kochen? Normalerweise spüle ich das Geschirr danach ab, damit sie es nicht spülen muss. Das ist sehr nett von dir. Teamwork in der Küche macht alles einfacher. Genau. Außerdem ist es schön, ein gemeinsames Essen ohne den Aufräumstress zu genießen. Hast du in letzter Zeit neue Rezepte ausprobiert? Ja, wir haben mit einem hausgemachten Pesto experimentiert, das fantastisch geworden ist. Lektion 8. Reiseplanung.
Hey Anna, 2 bis 3 Tage in Arenal klingen gut für unsere Reise. Das ist aufregend. Was ist mit dem Transport, während wir dort sind? Ich denke, ein Auto zu mieten wäre praktisch, um die Gegend zu erkunden. Das macht Sinn. Es würde uns die Freiheit geben, verschiedene Websites zu besuchen. Genau. Wir könnten uns die heißen Quellen ansehen und den Vulkan besteigen. Darauf kann ich kaum warten. Hast du nach Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Ja, ich habe ein paar nette Orte mit tollen Bewertungen gefunden. Wir sollten uns bald entscheiden. Lassen Sie uns die Optionen vergleichen und die beste für unser Budget auswählen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich sehr auf dieses gemeinsame Abenteuer. Lektion 9. Gedanken zu Ostern. Guten Morgen, Anna. Ostern ist eine so wichtige Zeit für Christen, nicht wahr? Ja, das ist es. Es erinnert an den Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Unbedingt. Für viele ist es eine Zeit der Erneuerung und Hoffnung. Es ist wirklich der feierlichste und doch freudigste Anlass. Wie feiert man? Meine Familie besucht normalerweise einen Gottesdienst und genießt zusammen ein großes Abendessen. Das klingt herrlich. Hast du irgendwelche besonderen Traditionen? Wir verzieren Eier und machen eine Eiersuche für die Kinder. Es macht so viel Spaß. Ich liebe das. Es bringt alle zusammen und schafft wundervolle Erinnerungen. Lasst uns dieses Jahr unsere eigene Osterfeier planen. Lektion 10. Pläne verschieben. Hey Anna, ich habe gehört, dass du umziehst. Das ist aufregend. Warum ziehst du um? Ich brauche eine größere Wohnung. Meine aktuelle Wohnung fühlt sich etwas eng an. Das macht Sinn. Mehr Platz ist immer ein Plus. Hast du schon einen neuen Ort gefunden? Ja, ich habe eine schöne Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit einer tollen Aussicht gefunden. Das klingt unglaublich. Was ist dein Lieblingsfeature? Die Küche ist geräumig und eignet sich perfekt zum Kochen und zur Unterhaltung von Freunden. Das ist wunderbar. Es ist schön, einen Ort zu haben, an dem man sich mit seinen Lieben treffen kann. Genau. Ich kann es kaum erwarten, Dinnerpartys in meinem neuen Zuhause zu veranstalten. Lass uns eine Umzugsparty veranstalten. Ich helfe dir gerne dabei, dich einzuleben. Lektion 11. Historische Figuren. Hey Anna, wusstest du, dass Santa Anna einmal eine Gefangene war? Wirklich. Das wusste ich nicht. Was ist mit ihm passiert? Nach der Schlacht von San Jacinto wurde er gefangen genommen und erklärte sich später bereit, Texas als unabhängig anzuerkennen. Das ist faszinierend. Seine Rolle in der Geschichte ist ziemlich komplex, nicht wahr? Unbedingt. Er war sowohl ein Anführer als auch eine umstrittene Persönlichkeit. Was denkst du über seine Entscheidungen? Es ist interessant, wie Führung im Laufe der Zeit unterschiedlich betrachtet werden kann. Ja, manche sehen ihn als Helden, während andere ihn als Bösewicht betrachten. Genau. Kontext ist in der Geschichte wirklich wichtig.
Was ist dein liebstes historisches Ereignis? Ich bin fasziniert von der amerikanischen Revolution. Sie hat so viel von der modernen Geschichte geprägt. Lektion 12. Marktforschung. Hallo Anna, ich habe gestern eine gründliche Analyse unserer Zielgruppe durchgeführt. Das ist großartig. Welche Erkenntnisse hast du gefunden? Ich habe festgestellt, dass sie umweltfreundliche Produkte bevorzugen und Wert auf Nachhaltigkeit legen. Das ist interessant. Das macht auf dem heutigen Markt Sinn. Wie sollten wir unsere Strategie anpassen? Wir könnten unsere nachhaltigen Praktiken in unseren Marketingkampagnen hervorheben. Unbedingt. Die Hervorhebung unseres Engagements könnte mehr Kunden anziehen. Denkst du, wir sollten auch mehr Feedback von ihnen einholen? Ja, direktes Feedback ist von unschätzbarem Wert. Es könnte unsere zukünftigen Entwicklungen leiten. Lass uns eine Umfrage einrichten und sehen, welche anderen Präferenzen sie haben. Lektion 13. Veranstaltungsplanung. Hey Anna, ich brauche ein Kleid für die Hochzeit nächste Woche. Irgendwelche Vorschläge? Sicher. Wie lautet der Dresscode für die Veranstaltung? Es ist halbformal, also suche ich etwas Elegantes, aber nicht so Ausgefallenes. Wie wäre es mit einem schönen Midi-Kleid? Sie sind stilvoll und perfekt für diese Umgebung. Das klingt toll. Hast du irgendwelche Lieblingsfarben im Kopf? Ich denke, Pastellfarben wären wunderbar für eine Hochzeit. Sie sind weich und romantisch. Mir gefällt die Idee. Ich werde mir dieses Wochenende einige Geschäfte ansehen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie eine zweite Meinung zu Ihren Entscheidungen einholen möchten. Das werde ich auf jeden Fall. Es ist immer gut, eine neue Perspektive zu haben. Lektion 14. Naturwunder. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass heiße Wasserquellen in Yellowstone Geysire genannt werden? Ja, es sind faszinierende Naturwunder. Was hat Yellowstone noch? Es enthält auch Schlammtöpfe oder Schlammquellen, die ziemlich einzigartig sind. Schlammtöpfe? Das klingt interessant. Wie entstehen sie? Sie entstehen durch die Kombination von Wärme, Wasser und Mineralien. Die Natur ist so kreativ. Warst du schon einmal in Yellowstone? Ja, ich war vor ein paar Jahren dort. Die Sehenswürdigkeiten waren atemberaubend. Ich würde gerne eines Tages gehen. Hast du Wildtiere gesehen, als du dort warst? Ja, ich habe Bisons und Elche gesehen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Lektion 15. Hochzeitsoutfits. Hey Anna, ich brauche ein Kleid für die Hochzeit nächste Woche. Irgendwelche Vorschläge? Sicher. Was ist das Thema der Hochzeit? Es ist eine Gartenhochzeit, also wäre etwas Leichtes und Fließendes perfekt. Ein Blumendruck könnte wunderschön sein. Es würde wunderbar zur Außenumgebung passen. Das ist eine tolle Idee. Was ist mit Zubehör?
Einfacher Schmuck würde am besten funktionieren. Sie möchten es in der Natur nicht übertreiben. Einverstanden. Ich werde es minimal halten. Empfehlen Sie mir eine bestimmte Farbe? Sanfte Pastelltöne oder leuchtende Farben würden in einem Garten richtig zur Geltung kommen. Danke für die Tipps. Ich fange sofort an zu suchen. Lektion 16. Coole Ideen. Hey Anna, ich wünschte, wir hätten ein Schwimmbad, um uns bei dieser Hitze abzukühlen. Ich auch. Ein Pool wäre perfekt für diese heißen Sommertage. Oder zumindest etwas Schatten vor der Sonne würde helfen. Hast du irgendwelche Ideen? Vielleicht könnten wir ein Vordach im Hinterhof aufstellen, um etwas Abhilfe zu schaffen. Das ist eine tolle Idee. Wir könnten auch ein paar Outdoor-Fans gewinnen. Ja, die würden definitiv helfen, die Luft zirkulieren zu lassen. Warst du in letzter Zeit in irgendwelchen Pools? Ich war letztes Wochenende bei einem Freund und es war himmlisch. Klingt lustig. Hast du irgendwelche Poolspiele ausprobiert? Wir haben Wasservolleyball gespielt. Es war ein Knaller. Du solltest beim nächsten Mal mitmachen. Lektion 17. Berufskleidung. Hallo Anna. Bei der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch ist es wichtig, sich angemessen zu kleiden, oder? Unbedingt. Professionelles Anziehen macht einen guten ersten Eindruck. Ich stimme zu. Es ist, als würdest du zeigen, dass du bereit für die Rolle bist, noch bevor das Interview beginnt. Genau. Was für ein Outfit schwebt dir für das Interview vor? Ich dachte an einen maßgeschneiderten Anzug und eine schöne Krawatte. Was denkst du? Das klingt perfekt. Ein gut sitzender Anzug sieht immer schick aus. Wie wäre es mit Accessoires? Sollte ich sie minimal halten? Ja, einfaches Zubehör funktioniert am besten. Du willst, dass der Fokus auf dir liegt, nicht auf dem Outfit. Ich hab's. Ich werde sicherstellen, dass ich mein Outfit sorgfältig plane. Danke für die Tipps. Lektion 18. Digital Detox. Hey Anna, manchmal fühlt es sich gut an, sich für eine Weile von der virtuellen Welt zu entfernen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht in unserem digitalen Leben zu finden. Genau. Zu viel Bildschirmzeit kann überwältigend sein. Was machst du, um den Stecker abzuziehen? Ich gehe gerne in der Natur spazieren. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Das klingt erfrischend. Ich lese gerne Bücher oder übe ein Hobby aus. Das sind großartige Alternativen. Es ist schön, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die die Seele nähren. Ja. Hast du schon einmal ein Wochenende lang Digital Detox ausprobiert? Ich habe es einmal gemacht und es war befreiend. Ich fühlte mich mehr mit meiner Umgebung verbunden. Das muss ich versuchen. Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit, neue Energie zu tanken. Lektion 19. Besorgungen am Wochenende. Guten Morgen, Anna. Hast du bemerkt, wie viele Leute am Samstag Besorgungen erledigen? Ja, die Lebensmittelgeschäfte sind am Wochenende immer überfüllt.
Es ist interessant, alle herumwuseln zu sehen, nicht wahr? Definitiv. Samstag scheint der universelle Einkaufstag zu sein. Ich denke, das liegt daran, dass die Leute Feierabend haben und Zeit haben, ihre Listen zu vervollständigen. Genau. Was ist das Überraschendste, was du bei deinen Samstagseinkäufen gesehen hast? Ich habe einmal eine Familie gesehen, die versucht hat, einen riesigen aufblasbaren Pool in ihr Auto einzubauen. Das ist saukomisch. Haben sie es hingekriegt? Überraschenderweise ja. Es war ein unvergesslicher Anblick. Ich liebe es, am Wochenende für solche Momente einzukaufen. Lektion 20. Grenzen setzen. Hey Anna, ich glaube, dass das Setzen von Grenzen für ein ausgeglichenes Leben unerlässlich ist. Unbedingt. Es erfordert jedoch bewusste Anstrengung und Mäßigung. Genau. Wie gehst du vor, um deine eigenen Grenzen zu setzen? Ich priorisiere meine Zeit und lerne, bei Bedarf Nein zu sagen. Das ist eine großartige Strategie. Ich habe festgestellt, dass es mir auch hilft, einen Zeitplan zu haben. Ja, es hält mich konzentriert und verhindert, dass ich mich zu sehr verpflichte. Denken Sie, dass es für Menschen schwierig ist, Grenzen zu setzen? Es kann eine Herausforderung sein, besonders wenn man versucht, anderen zu gefallen. Stimmt. Aber wenn man sie einmal etabliert hat, wird das Leben viel überschaubarer. Lektion 21. Frühlingsspaziergänge. Hey Anna, neulich sind wir durch den Garten einer Freundin gegangen und die Knospen fingen an, sich in Blätter zu verwandeln. Das klingt herrlich. Der Frühling ist eine so schöne Jahreszeit. Hast du irgendwelche Blumen gesehen? Ja, überall blühten Narzissen und Tulpen. Es fühlte sich an wie ein farbenfrohes Gemälde. Ich liebe Tulpen. Es gibt sie in so vielen leuchtenden Farben. Fangen die Bäume auch an zu blühen? Definitiv. Die Bäume sahen aus, als würden sie aus einem langen Winterschlaf erwachen. Es ist erstaunlich, wie sich die Natur im Frühling verändert. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Hab ich. Ich habe die Blüten und das Grün eingefangen. Ich kann es kaum erwarten, sie mit dir zu teilen. Ich würde sie gerne sehen. Naturfotografie ist eine wunderbare Art, Schönheit zu schätzen. Unbedingt. Es inspiriert mich, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Lektion 22. Entscheidungen und Konsequenzen. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass Berater darüber diskutierten, was mit Smith geschehen sollte. Wirklich. Wie war die Situation? Plötzlich wurde Smith nach vorne geschleift und sein Kopf gegen einen Stein gedrückt. Oh nein, das klingt heftig. Was hat zu diesem Moment geführt? Es gab eine hitzige Debatte, und die Spannungen eskalierten schnell. Es ist faszinierend, wie Entscheidungen so schwerwiegende Folgen haben können. Ja, es bringt sie dazu, über die Bedeutung einer ruhigen Kommunikation nachzudenken. Definitiv. Glaubst du, es gab einen besseren Weg,
damit umzugehen? Ganz gewiss. Ein diplomatischerer Ansatz hätte das Chaos vermeiden können. Lektion 23. Innovatoren der Vergangenheit. Hallo Anna, hast du über Nikolaus Otto und Gottlieb Daimler in den 1870er und 1880er Jahren in Deutschland gelesen? Ja, sie waren Pioniere bei der Entwicklung des Verbrennungsmotors. Genau. Ihre Erfindungen haben das Transportwesen für immer verändert. Es ist faszinierend, wie ihre Arbeit den Grundstein für moderne Automobile legte. Unbedingt. Kannst du dir eine Welt ohne Autos vorstellen? Schwer vorstellbar. Ihre Innovationen machten Reisen so viel zugänglicher. Wussten Sie, dass Ottos Motor einer der ersten war, der Viertakter verwendete? Ja, dieses Design wird heute noch in vielen Motoren verwendet. Daimler trug auch mit seinen Hochgeschwindigkeitsmotoren maßgeblich dazu bei. Richtig. Er gründete sogar das Unternehmen, aus dem schließlich Mercedes-Benz wurde. Es ist unglaublich, wie sich Ihre Ideen weiterhin auf uns auswirken. In der Tat. Ihr Vermächtnis ist ein gutes Beispiel dafür, wie Innovation den Fortschritt vorantreibt. Lass uns beim nächsten Mal mehr über Ihre Erfindungen erfahren. Es gibt so viel zu lernen. Lektion 24. Herausforderungen beim Unterrichten. Hey Anna, ich habe gehört, Jane hat Amy kürzlich eine Lektion erteilt. Ja, aber ich habe auch gehört, dass Jane beschlossen hat, Amy keinen Unterricht mehr zu geben. Das ist interessant. Was war der Grund für Ihre Entscheidung? Jane hatte das Gefühl, dass Amy nicht genug Fortschritte machte, was frustrierend sein kann. Das ist hart. Manchmal ist es schwierig, die Vorteile des Unterrichts sofort zu erkennen. Genau. Lernen braucht Zeit, und jeder kommt in seinem eigenen Tempo voran. Denkst du, Jane sollte es noch einmal versuchen? Vielleicht. Ein neuer Ansatz könnte helfen, Amys Interesse wieder zu wecken. Das ist ein gutes Argument. Manchmal kann eine Änderung der Methode einen großen Unterschied machen. Lektion 25. Den Wandel annehmen. Hallo Anna, wie gehst du mit dem Unbehagen der Veränderung um? Das ist eine gute Frage. Ich versuche, Veränderungen als Wachstumschance zu nutzen. Ich mag diese Perspektive. Es kann jedoch eine Herausforderung sein. Was hilft dir? Ich erinnere mich daran, dass Unbehagen auf lange Sicht oft zu positiven Ergebnissen führt. Das ist wahr. Haben Sie spezielle Strategien? Ja, ich praktiziere Achtsamkeit und konzentriere mich auf den gegenwärtigen Moment. Das klingt effektiv. Ich finde, das Tagebuchschreiben mir hilft, meine Gefühle zu verarbeiten. Journaling ist ein wunderbares Tool. Es ermöglicht Reflexion und Klarheit. Unbedingt. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Lektion 26. In Verbindung bleiben. Hey Anna, irgendwelche Tipps, wie man mit Freunden und Familie zu Hause in Verbindung bleiben kann? Ja,
Regelmäßige Videoanrufe können wirklich dazu beitragen, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ich stimme zu. Es fühlt sich persönlicher an, als nur eine SMS zu schreiben. Genau. Ihr könnt die Gesichtsausdrücke des anderen sehen, was einen großen Unterschied macht. Was ist mit dem Versenden von Pflegepaketen? Das ist eine unterhaltsame Art zu zeigen, dass du dich um dich sorgst. Definitiv. Jeder liebt Überraschungen per Post. Wie wäre es mit der Planung virtueller Spieleabende? Sie sind ein Knaller. Das ist eine tolle Idee. Es ist eine unterhaltsame Art, trotz der Entfernung Zeit miteinander zu verbringen. Lass uns bald einen vereinbaren. Es wäre toll, alle zu treffen. Lektion 27. Modeexperimente. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, mit verschiedenen Modestilen zu experimentieren? Unbedingt. Manchmal kann eine Änderung ihres Stils ihre Stimmung wirklich verbessern. Genau. Ich habe kürzlich einen lässigeren Look ausprobiert und er hat sich erfrischend angefühlt. Das ist großartig. Lässige Styles können so bequem und doch stilvoll sein. Was hast du getragen? Ich trug ein locker sitzendes Hemd mit ein paar trendigen Sneakers. Es war eine nette Abwechslung. Hört sich cool an. Ich liebe es, formelle und lässige Elemente in einem Outfit zu kombinieren. Ich auch. Hast du einen Lieblingsstil, zu dem du immer zurückkehrst? Ich tendiere zu Boheme-Stilen. Sie sind so freigeistig. Das ist herrlich. Ich denke, experimentieren kann uns wirklich helfen, unser wahres Ich zu entdecken. Lektion 28. Online-Shopping-Funde. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Online-Shops besucht? Ja, einige Online-Shops bieten tolle Angebote und Qualitätsprodukte. Das ist mir auch aufgefallen. Es ist erstaunlich, wie viel sie mit ein wenig Recherche sparen können. Genau. Ich habe kürzlich eine Seite mit Rabatten auf Kleidung und Accessoires gefunden. Nett. Hast du irgendwas gekauft? Ja, ich habe ein wunderschönes Kleid für den halben Preis bekommen. Wow, das ist ein Schnäppchen. Ich liebe es, online gute Schnäppchen zu finden. Das gleiche hier. Es fühlt sich an wie eine Schatzsuche. Haben Sie einen Lieblings-Online-Shop? Ich mag die kostenlosen Versand anbieten, sehr. Das macht das Einkaufen noch besser. Lektion 29. Vorbereitung auf Stromausfälle. Hallo Anna, hast du irgendwelche Tipps für den Umgang mit Stromausfällen? Ja, es ist immer ratsam, Taschenlampen und zusätzliche Batterien zur Hand zu haben. Das ist eine tolle Idee. Ich habe auch ein tragbares Ladegerät für meine Geräte. Kluges Denken. Es ist wichtig, auch während eines Ausfalls in Verbindung zu bleiben. Ganz gewiss. Normalerweise kaufe ich mir auch Snacks. Das macht das Warten erträglicher. Snacks helfen auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Lieblingssnacks? Ich liebe Müsliriegel,
Sie sind leicht zu greifen, wenn das Licht ausgeht. Gute Wahl. Ich bevorzuge Nüsse und Trockenfrüchte für eine gesunde Variante. Die sind großartig. Es geht darum, auf alles vorbereitet zu sein. Lektion 30. Markenbotschaft. Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, wie du Markenbotschaften effektiv kommunizieren kannst? Ja, eine klare Botschaft ist entscheidend, um das richtige Publikum anzuziehen. Genau. Es kann den Webseitentraffic steigern und die Kundenbindung verbessern. Das ist so wahr. Welche Strategien funktionieren Ihrer Meinung nach am besten? Ich glaube, Storytelling ist mächtig. Es verbindet Menschen mit der Marke. Ich stimme zu. Geschichten schaffen eine emotionale Bindung. Hast du ein Beispiel? Eine Marke, die Erfolgsgeschichten ihrer Kunden erzählt, findet oft mehr Resonanz. Ja, Testimonials können sehr überzeugend sein. Es schafft Vertrauen bei potenziellen Kunden. Unbedingt. Es geht nur darum, diese Verbindung herzustellen. Lektion 31. Pläne koordinieren. Hey Anna, ich denke, wir sollten unsere Pläne für das Projekt finalisieren. Das klingt perfekt. Mein Assistent wird sich mit Ihrem in Verbindung setzen, um die Einzelheiten zu koordinieren. Tolle Idee. Es ist immer besser, alles im Voraus zu organisieren. Genau. Haben Sie bestimmte Termine für unsere Treffen im Sinn? Ich dachte an nächste Woche, vielleicht Dienstag oder Donnerstag. Was funktioniert für dich? Dienstag funktioniert gut für mich. Ich werde mich bei meinem Assistenten erkundigen, um dies zu bestätigen. Fantastisch. Es wird gut sein, unsere Ideen ausführlich zu besprechen. Ja, ich bin gespannt, wie wir effektiv zusammenarbeiten können. Ich auch. Lassen Sie uns dieses Projekt gemeinsam zum Erfolg führen. Lektion 32. Fernseheinstellungen. Hallo Anna, was hältst du von den aktuellen Fernsehprogrammen? Ich denke, es gibt eine große Auswahl, aber einige Leute sind der Meinung, dass Einzelpersonen in der Lage sein sollten, ohne Einschränkungen auszuwählen, was sie sehen möchten. Das ist wahr. Die Auswahl ist wichtig, besonders bei so vielen verfügbaren Streaming-Optionen. Genau. Was ist dein Lieblingsgenre? Ich liebe Dokumentarfilme, sie sind sowohl unterhaltsam als auch lehrreich. Die gefallen mir auch. Es ist faszinierend, etwas über verschiedene Kulturen und Geschichten zu lernen. Hast du in letzter Zeit irgendwelche guten gesehen? Ja, ich habe kürzlich einen über alte Zivilisationen gesehen. Es war fesselnd. Das klingt interessant. Das muss ich mir ansehen. Lektion 33. Umsatzwachstum. Hallo Anna, hast du den neuesten Verkaufsbericht gesehen? Ja, habe ich. Es zeigt einen deutlichen Anstieg unserer Produktlinie. Das sind fantastische Neuigkeiten. Was hat Ihrer Meinung nach zu diesem Wachstum beigetragen?
Ich glaube, unsere Marketingstrategien haben sich wirklich ausgezahlt. Unbedingt. Die Interaktion mit Kunden in sozialen Medien hat einen Unterschied gemacht. Ja, und das Feedback unserer Kunden war überwältigend positiv. Es ist toll zu hören. Denken Sie, wir sollten unsere Werbemaßnahmen ausweiten? Definitiv. Wir können neue Plattformen erkunden, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Das klingt nach einem soliden Plan. Es ist wichtig, die Dynamik aufrechtzuerhalten. Ich stimme zu. Konsistente Öffentlichkeitsarbeit kann dazu beitragen, das Kundeninteresse aufrechtzuerhalten. Lass uns ein paar Ideen für unsere nächste Kampagne zusammenstellen. Ich freue mich darauf. Lektion 34. Geschichte erkunden. Hey Anna, hast du schon einmal das alte Schloss in der Nähe der Stadt besucht? Ja, es ist erstaunlich, wie Sie antike Ruinen und eine bezaubernde Altstadt in der Nähe erkunden können. Ich liebe die Geschichte hinter Schlössern. Hast du an einer Führung teilgenommen? Hab ich. Der Führer erzählte faszinierende Geschichten über seine Vergangenheit. Das klingt wunderbar. Ich lerne auch gerne etwas über die Architektur. Ich auch. Die komplizierten Details sind einfach atemberaubend. Was war dein Lieblingsteil des Besuchs? Ich habe es geliebt, durch die Gärten zu gehen. Sie waren so wunderschön gepflegt. Das kann ich mir nur vorstellen. Ich muss bald einen Besuch einplanen.